Hi, heute will ich zusammen mit euch einen Anfängerkurs starten. Heute fangen wir mal das Thema an mit dem ganzen Bonsai. Wie soll so ein Bonsai werden? Was sind die Voraussetzungen? Wo bekomme ich so einen Bonsai her? Was ist überhaupt ein Bonsai? Über das alles will ich heute mit euch reden. Und der Inhalt soll so sein, dass wir lange Freude an dem Bonsai haben. Also dass wir wirklich gemeinsam zusammen lernen, den Bonsai zu verstehen. Wir lernen das Umtopfen, wir gucken uns das Schneiden an, wir gucken uns das Drahten an. Aber das machen wir auf mehrere Videos verteilt. Und wenn euch das gefällt, dann führen wir die Serie fort. Was wichtig ist, wenn ich jetzt diese Videoreihe mache, was mir persönlich wichtig ist, dass jeder Fragen in den Kommentaren ein paar Fragen stellt, dass man wirklich, wenn jemand eine Frage hat, sofort in die Kommentare schreiben, dann nach dem Video, dass wir das im nächsten Video dann immer gleich wieder aufbauen können und dann können wir da eine schöne Serie starten und jeder, der irgendwelche Fragen hat, der kann sich da mal melden. Ja, was ist eigentlich Bonsai? Bonsai ist ein Baum oder ein Gehölz in der Schale. Und was durch Schnitt und Wurzelschnitt klein gehalten wird. Die Geschichte vom Bonsai, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Bonsai kommt ursprünglich aus China. Also die Chinesen haben mit Bonsai angefangen. Bei den Chinesen hieß es Penjing. Die haben die Bonsai ein bisschen anders gestaltet. Die haben die ein bisschen freier wachsen lassen und haben auch so direkte Landschaften gestaltet. Die Japaner machen das eher strenger, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir gucken uns einfach mal an, was müssen wir machen, um einen Bonsai zu kriegen und was sind die Voraussetzungen, die man dafür überhaupt mitbringen muss. Muss man dafür Gärtner sein oder muss man dafür studiert haben? Das hören wir uns heute alles mal an und reden mal über die wichtigsten Fakten, die wichtigsten Voraussetzungen, die man braucht, um einen Bonsai zu haben. Also was sind Voraussetzungen für einen Bonsai? Man muss auf keinen Fall Gärtner sein, das steht schon mal fest. Die Voraussetzung für einen Bonsai ist wirklich, dass man sich im Klaren ist, dass man kein Tier oder irgendwas vor sich hat oder irgendwas, oder dass Bonsai irgendeine Sache ist, mit der man umgehen kann, wie man will. Bonsai ist eine lebende Pflanze, das muss man wissen. Dann ist wichtig, dass man für Bonsai auch Zeit braucht. Also der Zeitfaktor ist bei Bonsai ein ganz großer. Wenn man jetzt, sage ich mal, ein ungeduldiger Mensch ist oder man hat wenig Zeit, dann ist man beim Bonsai-Hobby falsch. Also Bonsai ist ein Hobby, wo man wirklich Zeit braucht, was wirklich zeitintensiv ist. Die Bonsais brauchen Pflege, das muss alles sichergestellt sein. Also man muss auch überlegen vorher, wenn man sich einen Bonsai anschafft, fährt man irgendwo in Urlaub oder hat man irgendwo niemanden, der die Bäume mal gießt, wenn man in Urlaub ist. Da muss man sich erkundigen, ob irgendwo eine Gärtnerei in der Nähe ist, die Pflanzen nehmen würden und dann im Urlaub weiter pflegen würden. Oder man nimmt sich eine automatische Bewässerung, aber alles was automatisch ist, ist auch nicht immer gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das sind auf jeden Fall so die Sachen, die man sich vorher überlegen sollte, bevor man sich einen Bonsai anschafft. So, wenn ich mir einen Bonsai anschaffen will, ist es wichtig, dass ich auf jeden Fall vorher ein bisschen Fachwissen habe. Also das ist im Bonsai-Video, es ist immer ganz wichtig, im Bonsai-Video, da kann jeder alles sagen. Das ist immer ganz schwierig. Man muss da immer so ein bisschen herausfiltern, was das Richtige ist und was das Falsche ist, und dann muss man für sich seinen eigenen Weg finden. Ich finde es eigentlich immer einen ganz guten Weg, wenn man sich ein Bonsai-Buch kauft. Das ist jetzt hier von Hans Kastner, den habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Und ihr findet hier wirklich alles, was man so braucht über die Stilformen und alles Mögliche findet man in solchen Büchern. Ich habe noch mehrere, also ich habe unzählige Bücher. Das ist ein Buch von Werner Busch. Das ist auch super. Also das sind so Sachen, das ist für mich das Wichtigste. Ein gescheutes Bonsai-Buch ersetzt jedes Video oder jedes Tutorial, was man über Bonsai gucken kann. Denn das schlägt man auf. Hier hat man meistens Pflegekalender oder sowas drin. Und da kann man sich das alles durchlesen. Also das ist wirklich, Bonsai-Buch ist sehr wichtig. So, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Ja, wo bekomme ich denn jetzt den Bonsai eigentlich her? Woher kriege ich jetzt meinen Bonsai? Ich will einen Bonsai anfangen.
Woher kriege ich den? Das klären wir jetzt. Zu dem Bonsai zu kommen, gibt es verschiedene Arten. Jede Art hat so seine Vor- und Nachteile, muss man von vorher wissen. Man kann einen Baum zum Beispiel aus Samen ziehen. So, das ist jetzt ein Beispiel, das ist ein ganz normaler Spitzahorn. Das ist von meiner Tochter ein Samen gewesen. Den hat die in der Parkanlage gesammelt. Da war schon ein kleiner Keimling rausgekommen. Und da habe ich gesagt, komm, den drück mal in die Erde. Das ist jetzt zwar ein bisschen blöd, ohne Blätter, sieht ein bisschen nackig aus und so zurückgeschnitten. Aber es ist auf jeden Fall, der ist jetzt 4 Jahre alt. Und ihr seht, gut, der hat jetzt diese geschwungene S-Form, was jetzt bei Laubbäumen ja nie so ist. Aber ich wollte das so und meiner Tochter gefällt er so und den pflege ich auch weiter. Das ist mir ganz wichtig. Also man kann aus Samen Bonsai ziehen, aber man muss sich ins Bewusstsein, es dauert sehr, sehr, sehr lange. Also wenn ihr aus Samen in Bonsai ziehen wollt, dann verabschiedet euch von den Gedanken, dass ihr in 10 oder 15 Jahren so einen riesen Stamm habt. Also das müsst ihr auf jeden Fall euch bewusst sein. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, Bonsai braucht Geduld. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, was auch so ein Thema ist, in Bonsai ist in der Schale. Aber was sollte denn eigentlich in die Schale? Was für ein Baum sollte in die Schale? Grundsätzlich ist es so, ihr könnt jede Pflanze in eine Schale pflanzen. Aber ihr müsst euch bewusst sein, in der Schale erreicht ihr nur sehr, sehr geringes Wachstum. Ihr könnt den Baum hier wirklich schön schneiden, ihr kriegt vielleicht auch eine schöne Verästelung hin. Aber ihr werdet nie dicken Wachstum kriegen. Also man kann sagen, ein Bonsai sollte immer so sein, ein fertiger Bonsai kann in eine Schale und ein noch nicht fertiger Bonsai kommt in eine andere Schale. Das zeige ich euch gleich noch. Aber ich zeige euch noch erstmal die anderen Quellen, wo man so Bonsai herkriegt und wie das dann so aussieht, wenn man sich zum Beispiel eine Jungpflanze bestellt. So, hier habe ich jetzt mal 2 Beispiele, wie das aussieht, wenn man sich eine sogenannte Jungpflanze bestellt. Also, wir haben hier zum einen einen Winterjasmin. Ihr seht, der hat schöne Blüten, ist auch immer was Schönes im Winter. Und wir haben hier einen Dreispitzahorn. Aber wenn ihr das jetzt mal seht, die Pflanzen werden in Mini-Töpfen geliefert. Also das ist wirklich, ihr müsst da wirklich sehen, das ist das Minimalste, was ihr kriegt. Und das ist wirklich ein schöner Start. Aber es dauert sehr, sehr lange, bis daraus ansprechende Bonsais sind. Also wir rechnen da schnell mal mit 1 Jahrzehnt oder 2 Jahrzehnte, die es Pflegebedarf, bis es wirklich ein richtig toller Bonsai wird. Gut. Ne, also so kommen dann die Pflanzen an. Und dann beginnt die Reise. Und jetzt zeige ich euch, was ihr für eine Möglichkeit habt mit den Pflanzen, wie ihr schnell an Wachstum kommt oder wie es aussieht, wenn ihr dann raus sofort einen Bonsai macht. Genau, hier habe ich jetzt eine Korkulme und die sitzt jetzt schon, die habe ich noch nie in ein größeren Gefäß gehabt. Die war schon immer in einer kleinen Schale, immer mal wieder umgetopft und alles. Aber ihr seht es vom Stamm her, es ist maximal ein halber Zentimeter, die mal dicker geworden ist in den Jahren jetzt. Also es wird wirklich so, die werden wirklich dann nie dicker. Gut, bei dem Baum ist es so, mein Ziel bei dem Baum ist, einen kleinen Shoin zu gestalten. Ein Shoin ist ein Baum mit einer Maximalgröße ab Schalenkante von 20 cm. Deswegen lasse ich mir hier bei dem Baum auch Zeit. Ihr könntet aber natürlich auch hergehen und könntet sagen, ihr pflanzt den Baum in so eine kleine Schale. Das würde natürlich auch gehen, aber mit so einer kleinen Schale, erstens mal, man bekommt die Pflege einfach nie hin, wenn man arbeitstätig ist und man hat so eine dünne Schale, ihr seht, die hat nicht mal einen Zentimeter Tiefe, dann würdet ihr mit dem Gießen immer hinterherkommen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, da sind wir wieder bei dem Thema, hat man Zeit für Bonsai. Das ist dann sowas, solche kleinen Schalen, da braucht man wirklich Zeit. Das ist eher so ein Sammelstück oder ich zeige euch dann nochmal ein paar Kleinigkeiten zum Schluss dann, die ich noch gemacht habe. Das sind dann Mame-Bonsai, ganz kleine Bonsai, aber die stehen dann im Sommer wirklich auch, da muss man so ehrlich sein, die stehen wirklich auch in Untersetzern, die mit Erde gefüllt sind und da ist genug Feuchtigkeit. Also die stehen im Prinzip in großen Schalen drin,
so dass die nie austrocknen könnten. Also das ist auf jeden Fall eine Variante. Und dann könnt ihr aber auch hergehen und könnt auch sagen, ihr pflanzt den Baum in so einen Topf. So, was ist hier der Vorteil? Hier ist der Vorteil, ja, der Baum von vornherein Platz. Hier kann der Baum von vornherein wurzeln. Ihr kriegt kräftiges Wachstum. Ihr werdet sehen, wenn ihr in den Baum das ist jetzt hier ein sogenannter Teilpot, das sind jetzt diese modernen Töpfe, die hier mit diesen Luftwurzeln, können dann die Wurzeln rauswachsen und dann sterben die ab. Also habt ihr immer schön, werden die Wurzeln automatisch durch den Topf geschnitten. Ich kann euch da aber auch nochmal ein Video verlinken, wo vom Holger aus der Steiermark, der hat da jemanden, den Entwickler da eingeladen und hat dann ein ganz interessantes Video über diese Teilpots gemacht. Das blende ich euch dann ein. Ne, auf jeden Fall ist es so, das ist der richtige Weg. Ihr pflanzt den Bonsai da rein und lasst erstmal die Bonsai groß werden. Genau. Was ist das Ding, wie lange zum Beispiel, denkt ihr, kann so ein kleiner Bonsai, so eine kleine Jungpflanze hier drin wachsen? Also man kann den kleinen Dreispitzahorn ist das jetzt, kann man locker 3-4 Jahre in den Topf lassen. Wenn ihr den jetzt hier reinpflanzt, vergehen 3-4 Jahre, bis der ganze Topf hier durchgewurzelt ist. Und dann werdet ihr sehen, in den 3-4 Jahren macht ihr tolles Wachstum. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Man kann natürlich auch hergehen und kann den Bonsai ins Feld pflanzen oder in den Garten pflanzen, die Jungpflanzen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber da ist wieder das Problem, ihr müsst immer irgendwo hingehen, ihr habt immer den Baum, ihr könnt den nie mal in die Hand nehmen, ihr könnt nicht mal gucken. Und wenn der Baum mal einen Schädling hat, da geht man her, untersucht den, sind irgendwo Spinnweben oder sowas. Das ist auf jeden Fall, das könnt ihr bei so einem Baum, wenn er den in der Schale hat, könnt ihr dann immer mal in die Hand nehmen, könnt mal drehen, könnt besser schneiden. Und vor allen Dingen beim Dreispitz ist es ja sowieso, der Dreispitzahorn ist nie winterhart, deswegen müsst ihr im Winter sowieso reinholen. Also fällt für den Dreispitz schon mal das Feld aus. Genau, noch eine Methode, wie ihr zum Bonsai kommt, sind die sogenannten Yamadori. Das heißt, ihr grabt quasi im Baum aus. Aber ausgraben, da setzt sich ein ganz dickes Ausrufezeichen dahinter. Beim Ausgraben bitte nur mit Erlaubnis. Wenn ihr irgendwo in den Wald geht und tropft einen Baum raus, das ist einfach nur nicht schön. Das ist einfach nur verboten. Das macht man nie. Deswegen fragen, oder ihr habt das Glück, ihr seid Gärtner und reißt so ein Zeug mal raus. Hier ist jetzt ein Feuerdorn hier. Und das geht natürlich auch. Aber hier zählt genau das gleiche wie bei dem kleinen Bonsai. Hier, der ist jetzt frisch ausgegraben. Was macht man damit? Wachsen lassen. Einfach nur wachsen lassen. 2-3 Jahre ruhig wachsen lassen. Alles an Zuwachs, was man kriegen kann. Und dann kann man anfangen zu gestalten oder abzuschneiden oder was auch immer. Ich höre es ganz oft von Leuten, die 2-3 kleine Bonsai haben oder irgendwie den ersten Baum mal ausgebuddelt haben aus der Natur. Was soll ich mir für eine Fräse holen? Da kriege ich Angst. Wenn jemand schon sagt, was soll ich mir für eine Fräse holen? Da hat man im Baum frisch ausgegraben und dann will der Erste schon mit der Fräse rangehen. Nein, stopp, halt. Nie fräsen, nie drahten, wachsen lassen, schneiden, meinetwegen. Die Triebe dann einkürzen, okay. Wenn sie dann soweit sind, wenn sie dann zu lang werden, kann man mal was einkürzen. Aber auf keinen Fall auch irgendwie rumfräsen oder irgendwas machen. Das Fräsen, das kann man machen, wenn man sieht, aha, der Baum ist gesund, der Baum ist gewachsen, der Baum treibt kräftig und man hat wirklich eine Stelle, wo man mal was wegmachen muss, aber dann muss man erstmal Erfahrung sammeln. Also ich brauche als Anfänger keine Fräse. Also das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir noch zu der wichtigen Frage, was ich vorhin so ein bisschen übersprungen hatte. Woher kriege ich denn jetzt nur einen Bonsai her? Das waren jetzt ein paar Sachen, woraus man Bonsai machen kann. Jetzt wollen wir mal wissen, woher bekomme ich denn einen Bonsai? Also für mich ist das Wichtigste, dass man, wenn man mit Bonsai anfängt, zu einem Händler geht. Man kann zwar auch online bestellen bei einem Fachhändler, ist alles super. Man kriegt zum Beispiel bei der Bonsai-Schule Enger, kriegt man auch so ein kleines Beispielblatt mit dabei, wie man das lernen kann, wie man den Bonsai zu schneiden hat, wie man zu drahten hat. Aber ich finde den persönlichen Austausch finde ich immer schöner. Wenn ihr also irgendwo einen Bonsai-Laden in eurer Nähe habt oder selbst wenn er 100 Kilometer weit weg ist, fahrt zu dem Bonsai-Laden hin. Ich verlinke euch auf jeden Fall gleich nochmal eine Seite, das nennt sich bonsaizone.de. Da habt ihr alle Bonsai-Händler in der Region, wo ihr wohnt, nach Postleitzahl sortiert. Also da könnt ihr auf jeden Fall nachgucken,
hey, habe ich irgendwo einen Bonsai-Händler in der Nähe? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und klar, man kann natürlich auch aus dem Baumarkt Bonsai kaufen, das geht auch. Aber da sind wir dann bei der schweren Frage, Indoor oder Outdoor. Ganz wichtig. Ja, Problem ist jetzt, kann euch jetzt leider keine Indoor-Bonsai zeigen, weil ich alles, was Indoor ist, zum Beispiel der Ficus oder der Geldbaum, das sind meine 2 Favoriten. Die habe ich jetzt im Gewächshaus. Aber was ist die Frage, Indoor oder Outdoor? Ja, ich kann jeden raten. Im Baumarkt gibt es verschiedene Arten wie die Serissa, Junischnee oder Carmona, Funkientee. Das sind alles so, oder chinesischer Liguster, das sind alles so Pflanzen, die brauchen wirklich hohe Luftfeuchtigkeit. Also wenn ihr die Pflanzen, und es sind in meinen Augen, ist es jetzt meine Meinung, also das ganze Video, die ganzen Sachen, die ich euch erzähle, ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne eure Meinung drunter schreiben, was ihr so darüber denkt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Zimmerbonsai ist auf jeden Fall nie der richtige Bonsai, um einen Anfang zu starten. Also ich würde immer als Anfänger einen Outdoor-Bonsai bevorzugen. Typische Anfängerpflanzen würde ich zum Beispiel nennen einen Feuerdorn. Feuerdorn blüht schön, Feuerdorn kriegt, wenn ihr die Blüten ein bisschen länger lasst, wenn ihr Glück habt, ein paar Früchte. Ein Apfelbaum ist ganz nett. Dann Hainbuchen sind zum Beispiel schön, eine Eibe, das geht auch noch. Das sind zum Beispiel die typischen Anfänger-Bonsai, die euch auch mal einen Fehler verzeihen. Genau. Wollen wir in dem ersten Thema, mit dem Thema erstmal zum Ende kommen, wollen wir noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ist bei Bonsai wichtig. Das Bonsai ist wichtig. Der wichtigste Punkt ist, man braucht Zeit und Geduld. Das heißt wirklich, dass man sagt, man gibt dem Baum Zeit, zum Beispiel, dass man nie sagt, man tut den Baum jedes Jahr zum Beispiel umtopfen. Wenn es eine ganz dünne Schale ist, dann mag das sein, dann kann man das machen, aber man muss im Bonsai lernen zu verstehen. Man muss gucken, okay, muss der Baum jetzt wirklich umgetopft werden oder muss er nie umgetopft werden? Wie muss ich den Bonsai schneiden? Und das sind so die wichtigsten Sachen, dass man auf jeden Fall sich in Geduld übt. Und das Allerwichtigste, was ich finde, man sollte immer versuchen, irgendwie, wenn man mit Bonsai weiterkommen will, irgendwie einen Arbeitskreis sich zu suchen oder irgendwie Freunde zu finden, mit denen man wirklich sich austauschen kann, mit denen man sich treffen kann. Man sollte, wenn man Fragen hat, wenn man Probleme mit dem Bonsai hat, zu einem Fachhändler fahren und sich erkundigen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also nie, dass ihr jetzt irgendwie im Internet lest oder sowas. Im Internet steht auch viel Scheiß, das muss man dazu sagen. Es gibt zwar natürlich auch gute Sachen, wie das Bonsai-Fachforum zum Beispiel. Und da kann man zum Beispiel hingehen. Und was ich persönlich immer finde, wenn man jetzt sich zum Beispiel beim Bonsai Club Deutschland anmeldet, was ich wirklich, da will ich noch ein extra Video drüber machen, aber da muss ich mir erstmal die Erlaubnis drüber holen, weil das ist sowas, für das würde ich wirklich Werbung machen, weil da kann man wirklich tolle Seminare, findet man dort und da wird eben wirklich weitergeholfen. Und das ist so eine Sache, man sollte sich immer irgendwie Hilfe holen, wenn man wirklich jetzt Probleme hat. Aber ich finde, den Start sollte man auf jeden Fall wagen, denn Bonsai ist ein wunderschönes Hobby. Und damit würde ich das Video abschließen und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns mal an, wie so ein Baum aufgebaut ist, gucken uns die Wurzeln an und gucken uns mal das Thema Umtopfen an. Was auch noch ein Thema ist, welches Werkzeug braucht man, was braucht man nie am Anfang, wie zum Beispiel die Fräse. Auf jeden Fall sollte das mal für heute das Video gewesen sein und ich hoffe, ihr stellt ganz viele Fragen in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!